Hallo. Hi. Na, wie sieht's aus bei euch? Wir sind zwei Piranhas und wir reden über Computerspiele. Und Computerspiele laufen immer auf dem PC. Quatsch. Immer. PC Master Race, natürlich. Alles ganze Consoleros da, ne? Oder? Meine erste Konsole, hätte ich fast gesagt. Aber ja, meine erste Konsole war ein Gameboy. Was? Mhm. Ja. Meine erste Konsole war eine Atari-Konsole mit Missile Command. Das ist ja schon auch ziemlich cool. 80er. Mhm. Alter Schwede. Nee, da hatte 82 oder so war das. Oder irgendwie sowas. Da war ich nicht mal geboren. Ja, und später gab's dann den C64. Ne? Und den hatten wir auch. Ja. Da habe ich auch sehr viel drauf gemacht. Auch in den 80ern. Da war ich 14, 15, 16 irgendwann. Keine Ahnung, wann er rauskam. 83, 84, irgendwie sowas. Ne? Da war ich einer der ersten. 1000 Mark hat das Ding gekostet damals. Ne? Ich habe voll gerne Space Taxi gespielt. Boah, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Das war auch nicht einfach. Nee. Aber das war irgendwie voll spannend. So, wie kriegst du den denn jetzt da durch? Und also Fahrgast dann explodiert, du selber auch, ne? Ja, ist halt so. Ja. Eigentlich, gibt's davon eigentlich eine Neuauflage? Space Taxi? Ja. Ich glaube, es gibt von allem eine Neuauflage mittlerweile. Ja, müsstest du mal gucken. Ja. Auf dem Gameboy gab's damals Quirk. Das fand ich auch total cool. Das kennt kein Mensch. Ich kenne nur Kubert. Quirk gibt's auch auf mittlerweile als Browser-Variante. Da kannst du das im Browser spielen, was du damals auf dem Gameboy gespielt hast. Das finde ich super. Und da musst du auch immer dieses kleine Quirk-Bällchen einmal ans andere Ende kriegen. Und das Rätsel, den da hinzukriegen, ist echt irgendwann richtig knackig. Und ich habe es geschafft, das ganze Spiel durchzuspielen mit allen Levels. Mit reiner Gedankenleistung, weil damals gab es noch kein Internet, wo ich gucken konnte. Quarkbällchen? Quirk. Okay. Ja, so Spiele sind geil, ne? Mhm. Früher. Heute nicht mehr. Heute ist halt schon ein bisschen Plattform. Was ist denn in Zukunft die Plattform der Wahl? Heißt, warum sitzen wir hier überhaupt und erzählen so ein Vergangenheits-Past Quark-Bällchen-Gedöns? Weil wir uns in der letzten Zeit oft mit dem Thema beschäftigt haben und über Plattformen nachgedacht haben und wo die Reise wohl hingeht. Das weiß kein Mensch, oder doch? Tja, deswegen haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Ja. Was glaubst du denn, ist die Plattform der Zukunft? Und die haben Folgendes gesagt. Da ich überhaupt kein Konsolenspieler bin, wird es für mich immer der PC sein. Ich glaube auch, dass der PC da immer bleiben wird, weil er halt einfach diese Variabilität. Also ich finde das Konzept des Spiele-Streamings ziemlich interessant. Also ich habe das mal beim PS Now ausprobiert und das hat damals, schon vor 2 Jahren, also schon eigentlich tadellos funktioniert. Die Spieleauswahl war noch ein bisschen lame, sag ich mal, aber wenn das mal so à la Netflix aufgebaut ist, könnte ich mir das als Plattform, wenn das Geld lässt, wirklich gut vorstellen. Würde ich auch benutzen. Ich bin kein VR-Fan, also deswegen würde ich jetzt nicht VR sagen. Alles, was digital ist, ganz ehrlich. Also ich glaube, das ist wirklich die Zukunft. Also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Analysen gemacht habe oder so. Aber ganz klar weiterhin Steam zum Beispiel. Ich denke, in Zukunft, also ich meine, der Markt hat sich sehr etabliert. Ich denke, das wird auch so in dem Maße so bleiben, dass es hauptsächlich Konsolen sind und PC. Ich denke, es wird immer mal wieder jetzt was Neues geben, was dann noch spannend wird. Aber ich glaube, so der Hauptmarkt wird sich so dabei belassen. Ja. Sehr diffus. Vor allem ist das alles so Technik Richtung Holodeck und so. Aber kurzfristig und mittelfristig gibt's kein Holodeck, ne, oder? Also wenn ich mir so Meta angucke, glaube ich jetzt gerade nicht. Dann meinst du mit dem Mannequins, ja? Ja. Ja, ist ja jetzt nicht so unfassbar overwhelming angekommen. Ja. Ja, irgendwo kommt ein
so ein Muppet-Haken, schlägt mich für den englischen Begriff. Bei Aber der Muppet Show. mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Nee, also die Leute haben das nicht angenommen, ne? Also wenn zu schnell irgendwie neue Ideen auf den Markt geschmissen werden, die dann auch nicht der Vorstellung entsprechen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Woran liegt das denn? Man hat die Mannequins gesehen und fand die doof. Oder? Auf jeden Fall Ne? auch. Also das muss ja irgendwie fotorealistisch sein. Alles muss ja alles aussehen wie hier, letzte Avengers oder was, ne? CGI. Ja. Ein bisschen, Komm, ja. ein bisschen. Komm. Ja. Also Muss hier, auch, ja. im Die Zeitalter Steintextur von da. irgendwie Hyperrealism, Ja. ja, Ja. da möchte man doch irgendwie auch Das rennt dann aber nicht, ne? Ist klar. Auf Handheld nicht und sonst nicht und so, weil das limitierende Mittel ist immer nicht die Plattform, sondern das Gerät, ne? Also die Technik. So, ne? Deswegen hat er die Mannequins so rudimentär gemacht, weil er ganz gerne wollte, dass das Ding schnell läuft. Ne? Und das bedeutet halt, dass es halt aussieht, wie es aussieht. Dann musst du irgendwie versuchen, dein eigenes Design da reinzumachen. Ja, ich versuche jetzt ein bisschen in Schutz zu nehmen, aber ich meine, warum sehen die so aus? Das versteht kein Mensch, aber es ist halt so, da muss man halt probieren, irgendwas zu machen, was den Leute anspricht, ne? Und dann gibt's auch noch irgendwie so einen eigenen Anspruch als Designer oder als Art Director oder so, und dann macht man halt so Mannequins, ne? Ja. ja. Gibt's einen Standard dafür? Nimmst einfach den. Hier die Klötze von Minecraft. Fertig. Ich musste an so Sachen denken wie Second Life oder VR-Chat und so, was ja schon da ist. Ja. Und dann gucken, was die so anbieten. Ja, aber da rennt aber auch ein voll ausgebauter Wolf mit Genitalien und was weiß ich so, ne? Neben einem kleinen Hutzelzwerg, der irgendwie nur gezeichnet ist. Also da gibt's ja alles durcheinander. Ja. Ja. Oder ein Mew, das was an dir vorbeifliegt. Ja. Das ist ja völlig wirsch so. Das ist aber nicht gemeint damit, sondern die versuchen dann ja schon so ein Universum zu machen mit dem Mannequins, ne? Und ein Design da und so. Ja, also ich glaube, das können die nochmal machen. Ja. Es gibt aber nur eine Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen, oder? Und darum werden wir auf diesen Schritt der Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen. Ja. Ich finde das auch hochgradig schwierig. Irgendwie die Idee grundsätzlich finde ich ja ganz gut, aber zeitgleich sowas auf den Markt zu werfen im Zeitalter von diesen ganzen Diskussionen über virtuelle Währung und virtuelle Güter, ist es natürlich sehr schwer, irgendwie so Skeptiker davon zu überzeugen, dass man da wirklich was von hat, dass es einen Mehrwert hat, dass es irgendwie nicht irgendwie gleichzeitig gruselig ist. Und ja, da würde ich sagen, das dauert noch so ein bisschen. Also das ist jetzt auch nicht das, womit ich mich gerade beschäftigen würde. Wenn ich Plattform höre, dann meine ich meistens erstmal das Gerät. Und nicht mal sowas wie Metaverse oder so, was du dann auf mehreren Geräten vermutlich dann auch spielen können würdest. Ja? Oder ob das Spiel jetzt von Steam kommt oder vom Epic Store oder vom was weiß ich woher, ja, die ganzen Sachen. Sondern mir geht's da hauptsächlich darum, ist es PC, Konsole und dann wenn welche. Oder es ist Handheld oder so. Ne? Das heißt, die Technik, die gibt mir eigentlich in erster Linie erstmal vor, was für eine Plattform ich nehme oder habe. Ja? Du hast Switch gesagt, letztes Mal, ne? Dass wir da irgendwie und so und den Mario Maker, den es dann da gibt und so weiter. Das ist dann klassischerweise dann Switch, die du dann benutzt. Kann man auch auf dem PC machen und so, aber das macht man eher auf diesen Nintendo-Konsolen. Ne? Ja. Genau, ja, was macht denn den Markt? Es gab jetzt viele Diskussionen darüber, was macht der PC-Markt? Und da muss man ja beim PC auch gucken. Es gibt zweierlei. Einmal die ganzen Retail-Sachen und dann gibt es die ganzen digitalen Sachen. Damit ist gemeint die Schachtel, die man kauft. Ne? Also das physikalische Ding, das ist Retail. Genau, ich gehe in den Laden, kaufe mir eine Packung. Ja. Und dass das radikal weniger wird in letzter Zeit. Und dann gibt es den klassischen irgendwie digitalen Markt, ne? Das, was du gerade angesprochen hast mit Epic, Steam, GOG und so weiter. Es gibt mittlerweile ja auch noch mehr Plattformen, die Spiele anbieten. Und jeder, selbst auf den Konsolen hier, PlayStation und Microsoft, Xbox, werben natürlich um die Kunden, spielt das Spiel doch möglichst hier bei uns, auf unserer Plattform. Und die Dinge, womit die momentan am meisten locken, sind
sowas wie Abos. Ja, sowas wie ein Game Pass oder Modelle, wo man möglichst wenig Einstiegsgeld bezahlt für einen Monat beispielsweise oder vielleicht sogar für ein ganzes Jahr und dann ein riesigen Angebot an Spielen bekommt, die man einfach dann frei zur Verfügung hat und spielen kann, solange man dieses Abo hat. Und das ist etwas, das ist wirklich stark im Trend und führt zeitgleich dazu, dass der Vollpreissektormarkt und der Retailmarkt extrem stark einbrechen. Und das wiederum beeinflusst ein bisschen die Plattform der Zukunft. Das ist spannend, ne? Vielleicht sogar die Qualität der Spiele im Allgemeinen. Ja, genau. Weil es dann halt weniger Geld dafür gibt am Ende des Tages, möglicherweise. Ja. Genau, das muss man quasi als Spieleentwickler oder als Publisher irgendwie sich überlegen, wofür mache ich denn mein Spiel? Mache ich es dafür, dass ich es in den Laden stelle? Mache ich es dafür, dass ich es irgendwelchen Plattformen anbiete? Mache ich es dafür, dass ich es irgendwelchen Game Pass Varianten mit unterschiebe und es dann eins von vielen ist, was gespielt werden kann? Wie baue ich die Marketingstrecke für so einen Titel auf und wo ist das Publikum, was bereit ist, überhaupt noch Vollpreis für mein Spiel gesondert zu zahlen, wenn es doch irgendwie ein Bundle an Spielen im Game Pass haben kann. Die Frage, die ich dann stellen würde in dem Zusammenhang, wie geht's euch denn damit? Habt ihr denn Angst vor der Zukunft? Ja. Nein, haben wir nicht, weil wir glauben, dass sich das irgendwie einpendeln wird und Content wird immer gebraucht. So, ja. Nur wie das jetzt im Einzelnen verkauft wird und so, es macht auf jeden Fall das Publishen von Computerspielen nicht einfacher. Ne? Und da muss man halt entsprechend dimensionieren. Da muss man halt gucken, wofür ist überhaupt Bedarf da. Ne? Gibt's ja nur noch die großen, fetten Blockbuster, so, ja, und das war's dann. Und vielleicht noch die Indie-Games und so weiter, aber was ist ja mit dem mittleren Sektor, in dem wir uns bewegen, so, ne? Wird der in die eine oder in die andere Richtung sich entwickeln müssen, ja? Wenn man da nicht noch mehr Kohle drauf schöpfen will, so, ja? Weil zwischen einem Elex 2 und einem Gods of War fehlt an Substanz und Geld und Manpower ja fast alles größenordnungstechnisch. Das sind so viele Menschen, die an so einem Titel arbeiten. Dagegen sind wir nur eine kleine Abteilung da, so, ja. Das heißt, das hat miteinander gar nichts zu tun. Das wird sich auch nicht großartig ändern jetzt, ja? Das ist halt viel, viel mehr. Das sind halt, da wird Geld reingesteckt ohne Ende in solche Riesentitel. Sind die am Ende wirklich übrig bleiben? Die großen Blockbuster? Das werden wir sehen. Das müssen wir dann schauen. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, die großen AAA-Titel da draußen, also dieses Jahr oder letztes Jahr, muss ich ja jetzt sagen, waren es auf jeden Fall God of War, Elden Ring und solche Art besonderen Titel, also Zukunft denke ich an so Sachen wie neues GTA, neues Elder Scrolls und solche Sachen. Das sind Titel, die nicht nur immens Geld in die Entwicklung stecken, sondern auch immens Geld ins Marketing. Das heißt, wenn so ein Titel rauskommt, weiß das auch jeder. Also jeder, der sich so ein bisschen für diese Art Spiel interessiert, hat das mitgekriegt, weiß, was da auf einen zukommt und weiß, dass es auf jeden Fall ein hochgradig intensiv zigmal mehr gebautes, Menschen, die daran arbeiten, zigmal mehr Kohle, die das kostet. Das ist einfach eine ganz andere Größenordnung. So ein Titel verkauft sich dann auch entsprechend. Das heißt, obwohl die so viel mehr Entwickler haben, die da mitmachen, so viel mehr Geld ins Marketing stecken, irgendwie wenn die ganze Welt Bescheid weiß, irgendwie, dann reicht es, wenn ein bestimmter Prozentsatz dann sagt, ich kaufe dieses Spiel auch, damit es ein Riesenerfolg wird. Ja. Auf der Gegenseite stehen dann die Indies, die halt in der Produktion extrem günstig daherkommen, die Ressourcen nehmen, die es vielleicht irgendwie an Freeware irgendwo gibt oder sowas irgendwie, und dann bauen die irgendwie ein schönes, kompaktes, kurzes, kleines Spieleerlebnis, das irgendeine Besonderheit hat, was so ein AAA-Blockbuster vielleicht nicht zu bieten hat, ja, sondern etwas, was ganz individuell ist. Und diese Art Spiele, die werden auch relativ häufig mit in die Game Pass-Geschichten mit reingenommen, weil sie halt nicht so teuer sind, ja. Und alles, was dazwischen ist, so diese Zwischenspiele, die, ich nenne sie einfach mal salopp Double-A-Titel, ne, die müssen dann halt zusehen, dass sie genau da sich hin entwickeln, dass sie das Zielpublikum treffen, damit sich das überhaupt rechnet. Ja. Ne? Denn
so ein Titel irgendwie ist zu teuer, um ihn mal eben irgendwie mit irgendwo reinzupacken, wie so ein Indie-Titel, aber auch zu wenig, um zu sagen, du greifst irgendwie die Welt an, ja. Und dann muss man dann seine Nische finden. Deswegen würden wir uns nicht darüber wundern, wenn der Spielemarkt sich in den nächsten Jahren einfach ein bisschen verändert. Ne? Und welche Richtung das bleibt dann abzuwarten und bleibt spannend. Ja, das ist das ist Raten. Ne? Vor allem auch, wenn man dann auch noch individuell auf die einzelnen Teams guckt. Ne? Was ist mit uns? Wo entwickeln wir uns hin? Was ist mit den anderen allen, ne? Die bei THQ beispielsweise mit angesiedelt sind oder mit anderen Teams, die wir hier in Deutschland kennen oder so. Da haben wir einen direkten Kontakt zu. Oder in welche Richtung das alles geht. Also die so in dieser Größenordnung sind wie wir. Ne? Das bleibt spannend, ja. Genau. Es macht es auf jeden Fall nicht leichter. Spannend ist es, keine Frage. Ne? Und es muss auch am Ende des Tages funktionieren. Das werden wir sehen. Erzählt doch mal in den Kommentaren, seid ihr Kandidaten für so eine Art Game Pass? Habt ihr Interesse an diesen Abos und was glaubt ihr denn, verändert sich damit, wenn der Trend dorthin geht? Cool. Hast du eine Community-Frage dazu? Ja? Oder vielleicht auch nicht dazu, einfach mal freie Leber. Ja, ich habe hier eine Frage, die geht so ein bisschen dran vorbei, aber ist egal. Könnt ihr euch vorstellen, in Zukunft im Apple Store oder Google Play Store vertreten zu sein? Gemeint sind irgendwie Android oder iPhone-Geräte. Also Erstens, wir entscheiden das nicht, sondern das macht der Publisher. Der entscheidet das erstmal. Der schaut mal, ob es sowas überhaupt gibt. Ne? So eine Möglichkeit, da rauszukommen und ob sich das rechnet. Dann muss das portiert werden, das Ding. Ob wir das dann machen oder ob das jetzt jemand anders macht, muss man auch gucken. Entscheiden auch nicht wir. Wir entscheiden am Ende des Tages, ob wir mal eben so eine Portierung mit nebenbei machen, gewährleisten könnten, ja, wenn wir das machen sollen. So, ja, solche Dinge. Und dann muss man abwägen. Und dann schauen wir uns das an, ob das mal eben zu machen ist oder ob das ein größerer Task ist, ob wir da überhaupt Zeit für haben und so weiter. Das hängt von vielen Faktoren ab. Es ist nicht so, dass wir sagen, ach, nehmen wir das mal eben mit. Ne? Das können wir hier ad hoc überhaupt nicht sagen. Ne? Das kann sein, keine Frage, darüber nachgedacht wird, aber ist das auch relevant? Sind da auch genug Menschen, die dann das im Grunde genommen dann auch machen und dann auch kaufen werden oder würden, so, ne? Das muss man dann immer abwägen, aber wir machen hier keine Marktanalyse. Wir können das gar nicht beurteilen. Da müsst ihr mal bei THQ Nordic nachfragen, die können das besser beurteilen. Ja. Ob sich sowas lohnt oder nicht. Bisher war die technische Hürde ja auch noch extrem hoch. Ja, ne? Absolut. Denn man muss sich immer vorstellen, wenn man so ein Open-World-Rollenspiel macht, so wie wir das machen, ist es muss man immer unwahrscheinlich viele Sachen gleichzeitig berücksichtigen. Ne? Wie viel zum Beispiel von der Welt, von Effekten, Sound, Figuren, bewegten Sachen, unbewegten Sachen, Assets, Sichtweite, wie viel gleichzeitig irgendwie in den Speicher muss und wie viel man irgendwie drehen muss, damit es performance-technisch noch funktioniert. Und diese Sachen, die sind extrem aufwendig einfach zu machen. Und darum ist so eine Rechenleistung von so einem Gerät bisher nicht besonders sexy für uns, ne? Sondern seit jeher machen wir Spiele erstmal für den PC und portieren dann auf Konsolen, die möglichst auch eine hohe Rechenleistung haben, um das überhaupt zu packen. Je schöner die Spiele in der Zukunft werden, desto mehr Power brauchst du auch, ja. Ne? Oder die müssen es halt downgraden. Das heißt, dass die Texturen dann entsprechend verwaschener aussehen und so weiter. Ja, genau. Da muss man geht ja alles, leben. Ne? Muss man halt nur gucken, abwägen. Will man das? Lohnt sich das dafür einen überhaupt? Markt und genau. so. Und da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Na? Okay. Genau. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha-Bytes TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.